Humusaufbau mit lebenden grünen Pflanzen, Liquid Carbon Pathway. Wie das funktioniert, was das bedeutet, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freue mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen, wenn dir dieses Video gefällt oder die anderen Videos, dann abonniere doch gerne unseren Kanal auf YouTube, Facebook oder Instagram. Liquid Carbon Pathway, das ist Englisch und bedeutet der Weg von flüssigem Kohlenstoff durch die Pflanze in die Erde. Und ist ein Schlagwort, hört man immer wieder. An sich ist es ja, klingt es auf den ersten Blick ein bisschen absurd. Humus, das ist abgestorbene organische Substanz und wir sprechen da davon, dass lebende grüne Pflanzen für den Humusaufbau mitverantwortlich sind. Der Grund dafür ist hochspannend, ist eine Erkenntnis, die man erst noch gar nicht so lange hat. Maßgeblich daran beteiligt war eine australische Forscherin, nämlich Christine Jones. Das hier nur zur Information. Was steht dahinter? Es ist so, die grüne Pflanze, die macht ja nichts anderes, als dass sie mit Sonnenlicht, Wasser und CO2 diesen Kohlenstoff, der im CO2 ist, der in der Luft ist, bindet und für sich verwendet. Das heißt, die Pflanze macht damit Pflanzen, macht damit Blätter, Spross. 50% des Kohlenstoffs, den sie sozusagen aus der Luft durch das CO2 bindet, den investiert sie in die Pflanzenteile, die über der Erde sind, und 50% ungefähr des Kohlenstoffs aus dem CO2, der gebunden wird, der geht unter die Erde in die Wurzeln. Aber von diesem Kohlenstoff, der unter die Erde, der in die Wurzel investiert wird, da wird ein Viertel davon ausgeschieden als Wurzelausscheidungen. Das heißt, die Pflanze scheidet da bei ihren Wurzeln Zuckerlösungen zum Beispiel aus oder Aminosäuren, verschiedenste Kohlenstoffe in flüssiger Form, und deswegen eben dieser Name, wird da durch die Wurzeln ausgeschieden. Warum macht sie das? Das hat einen ganz einfachen Grund. Im Wurzelraum sind viele Mikroorganismen und die muss die Pflanze ernähren, weil die Pflanze selbst abhängig ist von den Mikroorganismen, vom Leben dieser Mikroorganismen. Und die ernährt sie, indem sie eben Kohlenstoff letztlich flüssig ausscheidet und ihnen das zur Verfügung stellt. Bestes und bekannteste Beispiele sind Symbiosen von Mykorrhiza-Pilzen, die an der Wurzel andocken. Wir haben dazu auch schon ein Video gemacht und Nährstoffe und Wasser der Pflanze zur Verfügung stellen und sozusagen den Wurzelraum eigentlich vergrößern und umgekehrt eben Energie in Form von Kohlenstoff von der Pflanze kriegen, oder anderes ganz bekanntes Beispiel, Knöllchenbakterien, die Stickstoff aus der Luft binden für die Pflanze und als Gegenleistung eben auch Energie bekommen. Aber es gibt ja noch viele, viele mehr Mikroorganismen, Bakterien, Pilze und vieles mehr im Boden in unmittelbarer Nähe zur Wurzel, also im Wurzelraum, die von diesen Wurzelausscheidungen, man spricht auch von Wurzelexudaten, ernährt werden. Das heißt, der Wurzelraum ist ein hochlebendiger, wirklich hochlebendiger, vielfältiger Raum mit vielen verschiedensten Organismen, und die werden ernährt durch die Pflanze. Was bedeutet das jetzt für den Humusaufbau? Das Besondere daran ist eben, dass dieser Weg auch sehr effizient für Humusaufbau ist. Warum? Erinnern wir uns ja mal kurz zurück. Humus ist abgestorbene organische Substanz und im Grunde genommen ist im Boden alles, was da an Kohlenstoff vorhanden ist, also Wurzelreste, abgestorbene Mikroorganismen, Flüssigkeiten, all das ist ja permanent in einem Zyklus, wird permanent von den Mikroorganismen und von den Lebewesen verwendet in Aufbau, in Vergrößerung, Vermehrung, und ein Teil davon wird veratmet. Das heißt, ein Teil davon wird wieder zu CO2 und geht dann in die Atmosphäre. Das ist wie bei Menschen, wenn wir Brot essen zum Beispiel, dann investieren wir einen Teil davon in unseren Körper, wir wachsen, und ein Teil davon wird als Energie verwendet und wird ausgeschieden, wieder veratmet als CO2. Das gleiche passiert im Boden. Das heißt, wenn wir stabilen Humus aufbauen wollen, dann muss im Boden eigentlich passieren, dass diese Kohlenstoffverbindungen, diese organischen Teilchen, irgendeiner Art und Weise geschützt vor Veratmung sind. Und für die Veratmung verantwortlich sind Mikroorganismen eben. Das heißt, immer dann, wenn diese Kohlenstoffverbindungen, und das sprechen wir eben von diesen Wurzelausscheidungen, oder da sprechen wir eben auch von abgestorbenen Mikroorganismen. Wenn die klein sind und flexibel sind, dann sind sie relativ schnell irgendwo versteckt in einem Aggregat, in einem Bodenkrümel, sind sie geschützt vor Veratmung oder haften an Tonteilchen an und sind so etwas sicherer vor Veratmung. Das heißt, diese
Wurzelausscheidungen und diese Mikroorganismen sind relativ schnell geschützt vor Veratmung und sind deshalb bis zu 80% verantwortlich für stabilen Humus. Dementsprechend wichtig ist es, dass wir, wenn wir Humus aufbauen wollen, wenn wir einen Boden schaffen wollen, der sicher vor Wetterextremen ist, dann müssen wir versuchen, einen bedeckten Boden zu halten, grüne Pflanzen am Boden zu halten, so lang wie möglich und so gut wie möglich und dabei eben zu schauen, dass wir letztlich Wurzeln im Boden haben, die dafür verantwortlich sind. Aber das geht nicht ohne Mikroorganismen, ohne Bodenleben. Das heißt, gleichermaßen müssen wir auch das Bodenleben fördern. Das bedeutet schonende Bodenbearbeitung, das bedeutet vielfältige Kulturen, vielfältige Zwischenfrüchte, weil so können sich auch Mikroorganismen entwickeln im Boden. Man kann auch Hilfsstoffe einsetzen, aber es muss im Gesamtkonzept passen. Das heißt, man kann jetzt nicht davon erwarten, wenn man einzelne Bodenhilfsstoffe einsetzt, dass sich dann alles verändert. Und natürlich die Struktur, die muss passend sein. Das heißt, es muss ein ordentlicher Wasser- und ein Lufthaushalt vorhanden sein für die Mikroorganismen. Und das entwickelt sich aber dann selbst, je mehr Bodenlebewesen vorhanden sind, Mykorrhiza-Pilze vorhanden sind, desto besser wird auch die Bodenstruktur. Was ist jetzt aber mit den Pflanzenresten an der Oberfläche? Sind die nichts wert? Nein, natürlich nicht. Aber, und das ist ganz klar, Pflanzenreste, also Blatt, Sprosspflanzenreste, Stroh, Blätter, Stroh, Pflanzenreste, die einfach an der Oberfläche sind und so zum Humus werden sollen, die unterliegen einfach großen Einflüssen auch der Witterung und da gibt es entsprechend auch mehr Verluste durch Ausgasung von Kohlenstoff an der Oberfläche. Es ist auch so, dass an der Oberfläche für die Mikroorganismen und für die zersetzten Kohlenstoffteilchen weniger Platz ist, sozusagen, um sich zu schützen vor dem Zugriff, vor der Veratmung. Und dementsprechend ist Biomasse unter der Erde um ein 5-faches effizienter, was Humusaufbau betrifft, wie Biomasse über der Erde. Was ist daher unser Fazit? Ja, es funktioniert, mit lebenden grünen Pflanzen Humus aufzubauen. Es muss sogar ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Schritt oder ein zentrales Element sein, wenn man im Betrieb Humus aufbauen möchte. Mit Wurzeln, mit Fokus auf den Wurzeln und mit Bodenleben ist das möglich. Ich hoffe, dass du aus diesem Video etwas mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.